Schönen guten Tag an alle. Sehr geehrter Valeri Viktorowitsch, nachdem ich die Abhandlung »Der Staat ist ein System zum Überleben des Volkes« durchgelesen hatte, habe ich noch immer nicht verstanden, welche Art Staat der einflussreichste Staat der Welt, die USA, nun sind. Ist er ein auf natürlichem Wege gebildeter oder ein Projektstaat? Ausschließlich ein Projektstaat. Es existiert der Verdacht, dass die USA von Großbritannien als eine ihrer Kolonien geschaffen wurden und dass Großbritannien im Laufe der Geschichte die Macht über dieses Land verloren habe. Großbritannien hat die USA geschaffen und ihre Herrschaft über das Land nie verloren. Man muss nur einiges begreifen. Es gibt einen Staat Großbritannien und es gibt ein Konzentrationszentrum der Steuerung auf der Basis von Großbritannien. Das ist der sogenannte Euro-Atlantische Block. Es gibt auch einen Euroasiatischen Block und diesen Block stellt Europa dar. Dementsprechend wird das Konzentrationszentrum der Steuerung des Euroasiatischen Blocks in den Iran verlegt. Dort gibt es sehr große Probleme mit dem Übergang. Und der Euroatlantische Block wird größtenteils nach China verlegt. Hier verläuft die Arbeit mehr oder weniger mit Erfolg. Der Übergang geht ziemlich erfolgreich voran. Also, die globale Führung hat Großbritannien zum Konzentrationszentrum der Steuerung gemacht. Und wie ist Großbritannien zu diesem Zentrum geworden? Es hat in Ägypten begonnen. Im Zuge des Zivilisationsaufstiegs ist die globale Führung nach Italien gekommen. Das bedeutete, die Genuesen und die Venezianer hatten von beiden Seiten der Apenninhalbinsel die Kontrolle über das Mittelmeer übernommen. Die Zivilisationsentwicklung führte dazu, dass ein neues Konzentrationszentrum der Steuerung erforderlich wurde. Für diesen Zweck wählte man Holland, welches mit seinem Netzwerk von Flüssen mit Europa verbunden ist. Die Flüsse waren die zentralen Transportwege. Allerdings befindet sich Holland in einer bestimmten sensiblen Lage, denn es kann von Land aus angegriffen werden. Aus diesem Grunde wurde Großbritannien für die Auswanderung gewählt, weil eine Insel. Anhand der Entwicklungstendenzen des technologischen Fortschritts konnte man abschätzen, dass, wenn sich das Konzentrationszentrum der Steuerung hinter dem Ozean befindet, man bei Vorhandensein von bestimmten Stützpunkten die ganze Welt im Griff haben kann. Aus diesem Grund wurde das ganze USA-Gebiet von der örtlichen Bevölkerung gesäubert. Das alles wird in der Arbeit des internen Prädiktors UdSSR, Der Garten wächst von selbst, beschrieben. Dort werden diese Fragen ausführlich und gut dargestellt. Also, das Gebiet der USA wurde gesäubert. Anschließend hat man begonnen, darauf eine Weltmacht aufzubauen. Die Technologien erforderten, dass es ebenfalls ein funktionsfähiges Zentrum der Steuerung in Großbritannien gibt. Ja, aus diesem Grund gab es diese zwei Staaten. Auf der Ebene der globalen Elite waren es allerdings lediglich zwei Kommandozentralen, wobei jede von ihnen ihre eigenen funktionellen Aufgaben getragen hat. Die USA hatten die Rolle des Weltpolizisten übernommen und die Steuerung wurde schrittweise von England nach den USA verlegt. Mit der Entwicklung der Raketentechnik wurde klar, dass es keinen Sinn machte, weiterhin dorthin zu fliehen, da diese Raketen sie überall erreichen würden. Aus diesem Grunde wurde dieser Entwicklungsprozess an einem bestimmten Punkt gestoppt. Stattdessen hatte man sich darauf konzentriert, die USA als am besten geeignetes Instrumentarium aufzupumpen und sich um die USA herum zu vereinigen, um die Sowjetunion, die zu diesem Zeitpunkt eine alternative Steuerungs- und Globalisierungskonzeption durchgeführt hatte, einzudämmen. Damit hatte man die Raketen auch nicht mehr nötig. Anschließend konnte man unbesorgt nach China auswandern, welches als Konzentrationszentrum der Macht bereits im 14. Jahrhundert auf dem Plan stand.